Hi, ich bin Leo, seit 3 Jahren Haarsystemträger und ich war gerade zuletzt 9 Monate mit meinem guten Freund hier, mit meinem Backpack in Südostasien unterwegs. Und ich möchte euch in diesem Video alle Fragen rund um das Thema Langzeitreise mit Haarsystem beantworten und welche Fehler ihr auf gar keinen Fall machen solltet, wie ich sie gemacht habe. Also viel Spaß in diesem Video. Was muss man alles einpacken? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zuallererst dieser Kollege hier, der fasst ungefähr, der fasst 65 Liter und hier passt im Prinzip das ganze Leben rein für die 9 Monate oder auch darüber hinaus, je nachdem, wie lange man unterwegs sein möchte. Ich habe, ich sag mal so um die 10 Shirts dabei. Das gliedert sich auf in Tanktops, in normale T-Shirts, ein Hemd, eine Hose, eine lange zumindest, eine Jogginghose und eine kurze Hose und ansonsten ein bisschen Unterwäsche und das war's eigentlich. Natürlich noch eine Regenjacke, aber im Grunde war es das dann von den, vom Equipment, von den Anziehsachen. Ich habe hier eine Yogamatte, die hat mir ganz oft gedient und trotzdem war natürlich noch genügend Platz, um hier mein Haarsystem-Equipment dabei zu haben. Ich muss vorab sagen, das ist sehr, sehr viel. Ihr braucht so viel nicht mitnehmen. Ich bin ein kleiner Schisser, was das angeht und habe gerne mehr mit. Als erstes haben wir hier natürlich, genauso wie ihr es kaufen könnt, das Travel Set. Und da gibt es aber natürlich, also das würde ich euch grundsätzlich für so eine wirklich lange Reise zweimal empfehlen. Da habt ihr wirklich alles von vorne bis hinten. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch ein paar Produkte, die ihr einfach ein bisschen öfter nutzen werdet. Zum Beispiel das Deep Clean Shampoo, davon habe ich gerne mehr dabei. Darauf muss man natürlich achten, all das, was ich euch hier zeige, kommt in mein Aufgabegepäck, sprich in mein Backpack. Heißt also, die Flasche nicht mit, oder zumindest die Größe, nicht mit ins Handgepäck nehmen. Dafür gibt es natürlich extra das Travel Set. Ne? Also das hier könnt ihr problemlos auch mit ins Handgepäck nehmen. Das ist erstmal der erste wichtige Punkt. Ich habe hier da gehe ich gleich noch drauf ein, noch ein paar Kleber. Ich habe hier noch ein Recovery-Shampoo. Aber mal so als grundsätzliche Richtlinie. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, zweimal dieses Travel-Set mitzunehmen. Das habe ich hier auch. Ich habe, muss ich vorab sagen, in all möglich erdenklichen Ritzen und Löcher und Ecken habe ich noch extra Watte gestopft. Die Watte habe ich, wenn ich das Haarsystem abnehme, natürlich um den Kleber zu entfernen, mit Hilfe des Bond Removers natürlich. Ich hatte auch immer mal wieder Besuch, die haben mal hier ein paar Sachen mitgebracht, aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, wo du unterwegs bist. Ich war jetzt persönlich in Südostasien unterwegs, also alles von Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam bis zu den Philippinen am Ende. Und dementsprechend sehr, sehr heiße Gebiete, aber wirklich mit 2 Travel-Sets seid ihr wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und nochmal, es ist eine wunderbare Größe, die in aller, also ob jetzt mit Koffer oder Backpack-Reise, ist eigentlich egal, das passt da super rein. Dann habe ich noch eine extra Tasche, die war noch mal ein bisschen voller, die hat sich hier auch ganz schön geleert. Hier hatte ich im Prinzip alle Restprodukte, die ich vor meiner Reise noch angefangen habe. Die habe ich teilweise umgefüllt. Das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Tipp, den ich euch geben muss. Macht es nicht so wie ich, denn ich habe relativ günstige Fläschchen noch mal nachgekauft bei DM oder so. Und da kann es natürlich immer sein, dass die auslaufen. Deswegen noch mal der Grund, holt euch wirklich das Travel Set neu. Aber ich hatte alte Produkte, die ich noch hatte, habe ich einfach mitgenommen und die kamen dann eben hier rein. Ich habe dann extra noch ein paar Wattestäbchen. Ich habe meinen Rasierer, um glatt zu rasieren, den ich aber auch natürlich für meinen Bart nutze. Dann habe ich einmal den Rasierer, der die Kopfhaut komplett glatt macht. Und dann eben noch so ein paar andere Produkte, wie natürlich die Scalp Mask. Die ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn du sensible Kopfhaut hast. Und dann ganz wichtig natürlich den Hair Protector, auf den wir noch eingehen werden. Und habe ich was vergessen? Ein Kamm und Bürste. Hoppala. Da ist er, der Kamm. Und das ist im Prinzip so der Überblick von meinen Sachen, die ich auf den 8 Monaten Reisen mit hatte. Nächste Frage, kann man mit Haarsystem problemlos ein- und wieder ausreisen? Das kommt natürlich ganz drauf an, wo du unterwegs bist. Ich persönlich passe da wirklich auf. Ich war in Kambodscha und musste mein Haarsystem an der Grenze abnehmen. War ein Spaß. Keine Sorge, war ein Spaß. Aber ich habe tatsächlich 2 Geschichten, die ich einmal da mit euch teilen kann, die euch wirklich ein sicheres Gefühl geben sollen. Ich war das Jahr davor, das hat jetzt nichts mit dem Trip zu tun, war ich in Ecuador.
Und da wurde ich kurz vorm Boarding ausgerufen. Das passiert zufällig, also mit einer Zufallsauswahl werden da Menschen ausgerufen, wo dann das Gepäck kontrolliert wird. Und ich war einer von denen und dann haben sie natürlich meine Haarsysteme gefunden und gefragt, was ist das? Da habe ich einfach gesagt, das sind meine Haarsysteme, die kommen hier oben drauf, guckt mal. Und damit war das Thema auch gegessen. Und der zweite Punkt oder die zweite Geschichte war in Malaysia. Ich habe noch einen relativ alten Reisepass, wo meine Vorhaarsituation gut drauf zu erkennen ist. Und da hat mich der Officer mit grimmigem Blick, wie sie ja alle irgendwie gucken, gefragt, You look different, right? Und also du siehst anders aus. Und ich habe gesagt, ja, ich habe meine Haare machen lassen, ich habe hier ein Haarsystem. Er hat gesagt, sieht gut aus. Also ihr seht, egal wo ihr unterwegs seid, Südamerika, Südostasien, ihr habt damit keine Probleme, geht damit offen um und die Officers verstehen das auch. Frage Nummer 3, wie schützt du deine Haare? Da habe ich ein paar Tipps für euch. Und zwar in Südostasien, das ist wirklich Wahnsinn, ist das UV-Level extrem hoch. Also wenn man das mal so vergleicht, und das ist immer so ein bisschen schwierig, ich wusste das vorher auch nicht. Hier in Deutschland ist es im Sommer, ja, ich würde mal sagen, bei maximal 5 bis 6 bis 7. Und in Südostasien ist das UV-Level bei 13. Und da gibt es auch ein UV-Barometer, wir blenden das mal hier eben ein. Da seht ihr, wie schädlich ein UV-Level von 13 ist. Und da der Tipp einmal dazu, ihr könnt, wenn ihr im Urlaub seid, ein UV-Widget auf euren Display laden und dann seht ihr immer das UV-Level, was jetzt gerade eben an der frischen Luft oder in der Sonne quasi herrscht. Und das bedeutet, wenn ihr das jetzt mit der UV-Skala abgleicht, wann ihr besonderen Schutz eben auftragen solltet. Und das gilt halt eben nicht nur für die Haare. Das gilt nicht nur für ein Haarsystem, das gilt nicht nur für deine echten Haare, das gilt für deinen ganzen Körper, für deine Haut, für alles. Und deswegen ist es extrem wichtig, eben alle Bereiche zu schützen. Und wenn wir vom Haarsystem reden, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt einen Color Protector mit, nehmt einen Hair Protector mit und dann seid ihr damit auf der sicheren Seite. Trotzdem muss man natürlich sagen, UV-Level 13 ist so oder so für den Körper schädlich, ganz egal wie du schützt, selbst wenn du 50 plus Sonnencreme aufträgst, du solltest nicht allzu lange in der Sonne sein. Wenn ihr das aber sein müsst und euch da schützen wollt, im Notfall, ganz ehrlich, zieht eine Cap auf, aber damit, mit dem Color Protector, mit dem Hair Protector, seid ihr eigentlich in den allermeisten Fällen auf der sicheren Seite. Das ist aber wirklich jetzt für die Extremfälle bei wirklich so einer hohen Temperatur, wo man einfach den ganzen Körper schützen sollte. Ja, Leo, kannst du mit einem Haarsystem schwimmen gehen? Die Frage ist einfach zu beantworten, natürlich. Das kannst du. Du kannst schwimmen gehen, du kannst Klippenspringen gehen, du kannst schnorcheln gehen und du kannst sogar tauchen. Natürlich muss man da so ein paar Sachen beachten. Ich persönlich muss sagen, dass es für mich am besten gehalten hat, einmal drumherum die Ultraholz, also die Klebestreifen zu verwenden. Da ist natürlich jeder individuell unterwegs, aber gehen tut das auf jeden Fall und da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Wie oft wäschst du deine Haare? Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. In der Regel, also so als grobe Richtlinie, 2-mal die Woche. Ich muss aber natürlich sagen, wenn du jetzt schwimmen gehst, schnorcheln gehst, im Salzwasser unterwegs bist, dann würde ich dir empfehlen, wirklich direkt oder dann, wann es passt, noch am selben Tag deine Haare zu waschen. Was du dafür am besten nutzt oder was ich dafür genutzt habe, ist das Deep Clean Shampoo. Das würde ich dir definitiv empfehlen. Ich meine, ich habe es ja auch eben schon angesprochen. Und einmal das Recovery Shampoo. Denn wenn du das anwendest, danach fühlt sich dein Haar wieder flauschig an, geschmeidig an und ist von allem Salz, was wie gesagt dein Haar kaputt machen kann, gesäubert. Wo und wie oft wechselst du dein Haarsystem? Ja, das ist natürlich ganz individuell, wie oft du es wechselst. In der Regel würde ich jetzt einfach mal sagen, dadurch, dass es ja auch sehr heiße Temperaturen sind, die Schweißproduktion einfach stärker ist, dass du es alle 9 bis 12 Tage wechselst. Das ist zumindest mein Rhythmus gewesen. Also ich sag mal im Schnitt 3-mal im Monat. Hab's auch mal einen Tag abgelassen, aber das ist wirklich überhaupt kein Thema. Also selbst wenn du in Hostels unterwegs bist, ja, ist es natürlich, also du kannst es auch dort machen, klar. Letztendlich musst du aber wissen, wie offen du damit auch umgehst. Also es ist möglich, aber ich würde dir empfehlen, wenn du weißt,
Du musst es irgendwann demnächst wechseln und du bist auf dem Weg zu einem neuen Ort, auf Reisen, dann buch dir lieber ein Privatzimmer, das ist dann deutlich angenehmer, dann kommst du nicht in irgendeine Stresssituation. Aber das Gute ist, wenn du wirklich gut haltbare Klebestreifen anwendest, dann ist es auch eigentlich, dann bist du flexibel mit den Tagen. Ne? Du kannst es nach 9 Tagen wechseln, wenn du weißt, okay, heute passt es gut. Du kannst es aber auch erst nach 12 oder 13 Tagen wechseln. Ich hatte es maximal mal 14 Tage drauf, inklusive zum Sport gehen, inklusive am Strand, Schnorcheln. Von daher bist du da komplett flexibel. Ich persönlich habe es immer in Hotelzimmer gemacht oder in Unterkünften, wo wir halt eben waren, in Airbnbs, in Apartments. Und wenn du Glück hast, gibt es da sogar einen Föhn, dann geht es ein bisschen schneller. Ja, mein Fazit nach 8,5 Monaten Backpacking-Trip. Ich habe mir natürlich vorab viele Gedanken gemacht. Ich meine, ich habe es ja gesagt, ich habe wahnsinnig viele Produkte mit dabei gehabt. Ich habe zwischendurch mal Freunde angehauen, wo ich wusste, die sind in Südostasien, um mir noch mal schnell was mitzubringen. Aber letztendlich ist es alles wirklich entspannter, als man das von vornherein sich den Stress macht oder glauben mag. Denn wenn du da gut vorbereitet bist, dann kriegst du das wirklich überall hin. Du kriegst das gut hin mit dem Aufsetzen. Auch das hat bei mir am Anfang so ein bisschen für Herzrasen gesorgt. Aber letztendlich, ich bin wahnsinnig froh, dass ich diese Möglichkeit habe, weil nach wie vor, egal ob ich hier in Hamburg bin oder auf Reisen bin, es gibt einfach extrem viel Lebensgefühl und das ist das, was zählt. Und für euch vielleicht auch wichtig als Reisende, mein Haarsystem bestimmt nicht meinen Reisealltag, sondern andersrum. Mein Haarsystem richtet sich nach meinem Reisealltag und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt in den 9 Monaten gelernt habe und ich würde es immer wieder machen. Ich hoffe auch, ihr traut euch auch, reisen zu gehen. Macht es auf jeden Fall, es ist absolut geil und es ist möglich mit Haarsystemen, ihr seht es. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und dann sage ich bis zum nächsten Video.